Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flüsterton Deutsch. Wenn du das erste Mal zuhörst, freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für alle, die Deutsch lernen, nicht nur zum Lernen an sich, sondern auch zum langsamen Voranschreiten, ohne Druck und mit viel Wohlwollen gegenüber sich selbst. Heute sprechen wir über eine einfache, aber mächtige Idee, die 1%-Regel. Das bedeutet, dass ein kleiner Fortschritt jeden Tag im Laufe der Zeit zu einer großen Veränderung führen kann. Deutsch lernen ist nicht immer einfach. Es gibt Tage, an denen bist du motiviert. Andere Male hast du das Gefühl, gar nichts zu verstehen. Und manchmal möchtest du vielleicht sogar aufgeben. Aber merke dir eines, du musst nicht jeden Tag große Anstrengungen unternehmen. Ein einziger kleiner Schritt genügt. Genau darum geht es bei der 1%-Regel. Und genau diese Idee schauen wir uns heute gemeinsam an. Die 1%-Regel ist ganz einfach. Wenn du dich jeden Tag nur um 1% verbesserst, wirst du nach einem Jahr viel weiter sein, als du denkst. Diese Idee ist nicht neu. Sie stammt aus dem Buch Atomic Habits von James Clear. Was mich daran besonders beeindruckt hat, ist, wie gut sie sich auf das Sprachenlernen anwenden lässt. Denn Deutsch zu lernen, heißt nicht nur neue Vokabeln oder Grammatikregeln zu pauken. Es bedeutet, langsam eine neue Art zu denken, zu verstehen und sich auszudrücken, aufzubauen. Und diese Verbesserungen bemerkst du nicht jeden Tag. Sie kommen ganz sanft, wie ein Baum, der wächst, ohne dass du es direkt siehst. Wie kannst du also diese Idee konkret in deinem Deutschlernalltag umsetzen? Lass uns das jetzt gemeinsam anschauen. Viele Menschen glauben, dass sie stundenlang üben müssen, um Fortschritte zu machen. Sie setzen sich hohe Ziele, fließend sprechen in wenigen Monaten, alles im Radio verstehen oder fehlerfrei schreiben. Doch die Realität ist, solche hohen Ziele können schnell ermüdend werden. Und wenn du sie nicht erreichst, fühlst du dich enttäuscht. Dabei ist es gar nicht nötig, so schnell voranzukommen. Das Wichtigste ist, dass du dranbleibst, egal wie langsam. Zum Beispiel, höre dir heute einen einzigen Satz auf Deutsch an. Wiederhole ein Wort zweimal, um es besser zu behalten. Lies eine kurze Nachricht auf deinem Handy in der Zielsprache. Diese Handlungen scheinen einzeln betrachtet nicht viel zu sein. Doch wenn du sie täglich machst, summieren sie sich. Irgendwann stellst du fest, dass du besser verstehst, dich sicherer ausdrückst, ohne dich übermäßig anstrengen zu müssen. Das ist die Magie kleiner Schritte. Jetzt, da du die Idee verstanden hast, schauen wir an, wie du sie in deinen Deutschlernweg einbauen kannst, auf eine einfache und entspannte Weise. Erstens, lerne heute nur ein einziges neues Wort. Nicht mehr. Wähle ein Wort, das dir gefällt oder das du gerade gehört hast. Schreibe es auf. Spreche es laut aus. Benutze es in einem Satz. Morgen machst du dasselbe mit einem anderen Wort. Zweitens, höre 2 Minuten mehr deutschsprachigen Inhalt als gewöhnlich. Wenn du bisher nichts gehört hast, starte mit 2 Minuten. Wenn du schon 5 Minuten hörst, erhöhe es auf 7. Es klingt wenig, macht aber langfristig einen riesigen Unterschied. Drittens, wiederhole einen Satz so lange, bis er natürlich klingt. Versuche nicht,
10 Sätze in einer Lektion zu lernen. Nimm dir eine einzige. Sag sie mehrmals. Versuche, den richtigen Akzent und Rhythmus nachzuahmen. So macht man echte Fortschritte. Und schließlich, schreibe jeden Tag nur einen einzigen Satz. Egal ob kurz oder einfach. Mir gefällt dieses Lied, heute ist schönes Wetter, es kommt nicht darauf an, wie lang er ist. Wichtig ist, dass du schreibst, ruhig und ohne Stress. Diese kleinen Gewohnheiten nehmen nicht viel Zeit oder Energie in Anspruch. Doch wenn du sie über Wochen und Monate beibehältst, wirst du merken, wie dein Deutschlevel von alleine steigt. Ich möchte dir gerne eine Geschichte erzählen, von jemandem, der Deutsch gelernt hat, ohne sich jemals hetzen zu lassen. Am Anfang konnte diese Person kaum etwas auf Deutsch. Sie hatte sogar ein bisschen Angst, Wörter laut auszusprechen. Also sagte sie sich, ich beginne mit etwas Einfachem. Jeden Tag lerne ich ein neues Wort. Nur eines. Am ersten Tag war das Wort Hallo. Am nächsten Tag Danke. Danach Sonne, Musik, Buch. Es waren kleine Schritte, aber sie wurden jeden Tag gemacht. Nach einem Monat kannte sie bereits 30 neue Wörter. Nach einem Jahr über 300. Und nach begannen diese Wörter sich miteinander zu verbinden. Sie konnte Sätze bilden. Dann Gespräche führen. Eines Tages sagte ihr deutscher Freund zu ihr: Du drückst dich mittlerweile wirklich gut aus. Sie war überrascht. Denn sie hatte gar nicht gemerkt, wie weit sie gekommen war. Das ist die Schönheit der 1%-Regel. Du bemerkst die Veränderung nicht sofort. Aber sie ist da. Wenn du also mal das Gefühl hast, du kommst nicht schnell genug voran, dann erinnere dich an diese Geschichte. Es geht nicht darum, schnell zu rennen. Es geht darum, weiterzugehen. Heute haben wir gesehen, dass man Deutsch nicht unbedingt durch große Anstrengungen lernt. Manchmal reicht ein kleiner Schritt aus. Die 1%-Regel erinnert uns an etwas Einfaches: verbessere dich ein bisschen jeden Tag, und irgendwann wirst du erstaunt sein, wie weit du gekommen bist. Du musst nicht alles auf einmal ändern. TU heute etwas Neues, egal wie klein. Egal wie einfach. Vielleicht ist es ein neues Wort. Ein kurzer Satz. Eine kurze Hörübung. Oder eine ruhige Wiederholung. Diese Momente sind kostbar. Sie bauen langsam, aber sicher dein Selbstvertrauen und deine Sicherheit in der Sprache auf. Also, falls du heute einen Moment brauchst, um dich selbst zu motivieren, sag dir Folgendes: Ich mache Fortschritte, jeden Tag, auch wenn sie langsam sind. Jedes Wort zählt. Schritt für Schritt werde ich flüssiger auf Deutsch. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du weitermachst, auch wenn es manchmal schwer erscheint. Bis zur nächsten Folge von Flüsterton Deutsch. Mach's gut und bleib am Ball.